Es war einer jener Morgen im ländlichen Michigan, an denen die Zeit stillzustehen scheint. Der Himmel über den weiten Weiden war von einem blassen, fast durchsichtigen Blau, das an den Rändern in ein sanftes Gold überging, während die Sonne langsam hinter den fernen Baumreihen hervorstieg. In einem kleinen Haus am Rande eines riesigen Anwesens begann der Tag für den kleinen Leo nicht mit dem Wecker oder dem Ruf seiner Eltern, sondern mit einem instinktiven Drang, die Wunder zu begrüßen, die jenseits seiner Zimmerwand warteten. Leo, ein zweijähriger Junge mit einer unbändigen Neugier, trug an diesem Morgen sein liebstes Tie-Dye-T-Shirt, ein buntes Muster aus wirbelnden Farben, das seine lebhafte Persönlichkeit perfekt widerspiegelte. Für ihn war die Welt noch ein Ort ohne Grenzen, ein riesiger Spielplatz, auf dem jedes Blatt und jeder Grashalm eine Geschichte erzählte. Doch seine größte Faszination galt den majestätischen Bewohnern der benachbarten Koppel. Als Leo das Haus verließ, fühlte sich das Gras unter seinen kleinen Füßen kühl und feucht an. Der Morgentau glitzerte wie Millionen winziger Diamanten auf der unendlichen grünen Fläche. Er steuerte direkt auf den markanten weißen Zaun zu, der sein Grundstück von der weiten Weide trennte. Dieser Zaun war für Leo mehr als nur eine Barriere, er war die Schwelle zu einem Reich der Riesen. Mit jedem Schritt, den er auf die weiße Holzkonstruktion zumachte, wirkte die Welt um ihn herum größer. Die Vögel in den nahen Eichen sangen ihre morgendlichen Lieder, und das ferne Summen von Insekten bildete eine beruhigende Hintergrundmelodie. Leo erreichte den Zaun und hielt sich an den kühlen weißen Brettern fest. Er spähte hindurch, seine Augen suchten den Horizont ab. Dort oben, auf dem sanften Hang des Hügels, standen sie, die Pferde. 3 wunderschöne Pferde standen unbeweglich im goldenen Licht. 2 von ihnen hatten ein tiefbraunes, glänzendes Fell, während das dritte ein prächtiger Fuchs mit einer markanten weißen Blässe war. Sie wirkten wie antike Statuen, die über das Land wachten. Für einen kleinen Jungen wie Leo waren sie keine gewöhnlichen Tiere. Sie waren mythische Wesen von unvorstellbarer Kraft und Anmut. Eine Zeit lang beobachtete er sie einfach nur. Er sah, wie ihre Ohren spielten und wie ihre Schweife rhythmisch peitschten, um die ersten Fliegen des Tages zu vertreiben. Es lag eine tiefe Stille in der Luft, eine Erwartung, die nur durch das leise Rauschen des Windes in den Blättern unterbrochen wurde. Leo wusste, dass er etwas tun musste, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Er wollte nicht nur ein Beobachter sein, er wollte Teil ihrer Welt werden. Leo holte tief Luft. Seine kleine Brust hob sich unter dem bunten T-Shirt. Er legte seine Hände an den Zaun und rief mit einer Stimme, die so klar und rein war, wie sie nur ein Kind besitzen kann, nach seinen Freunden. Er rief sie nicht mit Befehlen, sondern mit einer Einladung, einer Bitte um Freundschaft, die über die Grenzen der Sprache hinausging. Zuerst geschah nichts. Die Pferde schienen weiterhin in ihre morgendliche Ruhe vertieft zu sein. Doch dann, als hätte sein Ruf eine unsichtbare Saite in ihren Herzen berührt, hob die braune Stute den Kopf. Ihre Nüstern bebten, als sie den Wind prüfte. Sie sah hinunter zum Zaun, wo die winzige, farbenfrohe Gestalt stand und geduldig wartete. Plötzlich setzte sich die Gruppe in Bewegung. Was als langsames Schreiten begann, entwickelte sich innerhalb von Sekunden zu einem beeindruckenden Galopp. Die Pferde stürmten den Hang hinunter, direkt auf Leo zu. Der Boden unter Leos Füßen begann zu vibrieren. Das rhythmische Trommeln der Hufe auf dem weichen Boden klang wie der ferne Donner eines herannahenden Sommergewitters. Es war ein Anblick von roher Energie und Schönheit. Die Mähnen der Pferde wehten im Wind, ihre Muskeln spielten unter dem glänzenden Fell. In diesem Moment hätte jedes andere Kind vielleicht Angst bekommen, doch in Leos Augen spiegelte sich nur grenzenloses Staunen wider. Die Welt schrumpfte auf diesen einen Moment zusammen, die heranstürmenden Riesen und der kleine Junge am Zaun.
Als die Pferde die letzten Meter zum Zaun zurücklegten, wurde die Wucht ihrer Bewegung fast greifbar. Leo, überwältigt von der schieren Größe der Tiere, die nun direkt vor ihm zum Stehen kamen, machte einen überraschten Schritt zurück. Seine kleinen Beine fanden auf dem unebenen Boden keinen Halt, er stolperte und fiel rücklings ins weiche Gras. Einen Moment lang herrschte absolute Stille. Die Pferde hielten abrupt an der weißen Absperrung inne und senkten ihre Köpfe, als wollten sie nachsehen, ob ihrem kleinen Freund etwas passiert war. Doch Leo bewies eine beeindruckende Resilienz. Anstatt zu weinen oder sich zu erschrecken, rappelte er sich sofort wieder auf. Er klopfte sich den Staub von seinem Tie-Dye-Shirt, trat wieder entschlossen an den Zaun und begrüßte die Pferde mit einem strahlenden Lächeln. Nun waren sie sich so nah, dass Leo den warmen Atem der Pferde auf seinem Gesicht spüren konnte. Er streckte seine kleinen Hände aus, und die Pferde antworteten mit einer Sanftheit, die in krassem Gegensatz zu ihrem kraftvollen Galopp stand. Sie schnaubten leise und stupsten vorsichtig gegen die Bretter des Zauns, fast so, als wollten sie ihn streicheln. In diesen Minuten gab es keine Barrieren mehr. Der Zaun war kein Hindernis, sondern ein Treffpunkt zweier völlig unterschiedlicher Welten, die durch gegenseitiges Vertrauen verbunden waren. Leo sprach leise mit ihnen, erzählte ihnen vielleicht von seinen Träumen oder einfach nur, wie froh er war, dass sie gekommen waren. Die Pferde standen ganz still und genossen die Gesellschaft des kleinen Jungen, der keine Angst vor ihrer Größe hatte. Dieses Erlebnis, so kurz es auch gewesen sein mag, hinterließ einen tiefen Eindruck in Leos jungem Herzen. Er hatte gelernt, dass Mut nicht bedeutet, keine Angst zu haben, sondern nach einem Sturz wieder aufzustehen. Er hatte erfahren, dass man durch einen einfachen Ruf die größten Wesen der Welt bewegen kann, wenn dieser Ruf von Herzen kommt. Momente wie diese machen uns bewusst, wie wichtig es ist, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen. In einer Welt, die oft laut, hektisch und kompliziert ist, erinnerte die Begegnung zwischen Leo und den Pferden daran, dass die wahrhaftigsten Verbindungen oft ohne Worte entstehen. Es war eine Lektion in Demut, Liebe und der reinen Freude am Dasein. Als die Sonne höher am Himmel stand und die Schatten kürzer wurden, begannen die Pferde schließlich, sich langsam wieder dem Gras zuzuwenden. Leo sah ihnen noch lange nach, wie sie gemächlich über die Weide trotteten. Er wusste, dass sie jederzeit wiederkommen würden, wenn er sie rief. Das Video dieses Augenblicks wurde zu einem Zeugnis für die Magie der Kindheit. Es verbreitete sich wie ein Lauffeuer, weil es eine universelle Wahrheit berührte. Wir alle sehnen uns nach dieser Art von unschuldiger Verbindung mit der Natur. Leo mag an jenem Morgen physisch klein gewesen sein, doch durch seine Geste war er über sich hinausgewachsen. Wenn Leo eines Tages erwachsen ist und auf diese Bilder zurückblickt, wird er vielleicht nicht mehr jedes Detail des Gefühls auf seiner Haut kennen, aber die Essenz dieses magischen Augenblicks, das Gefühl von Freiheit, das Donnern der Hufe und die sanfte Berührung eines Pferdes, wird für immer in seiner Seele verankert bleiben. Es war der Tag, an dem ein kleiner Junge in Michigan bewies, dass Magie kein Märchen ist, sondern etwas, das wir jeden Tag erschaffen können, wenn wir nur den Mut haben, danach zu rufen.